Ich freue mich, jetzt sind wir alle so ein bisschen sehr verteilt. Ich werde mich bemühen, aber irgendwie auch immer alle nochmal anzugucken zwischendurch. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mein Name ist Heike Wittenbecher. Ich bin hier an der Schule, ich bin Heilpraktikerin. Ich habe hier auch an der Schule meine Ausbildung gemacht und ich bin Dozentin für Wudang, Qigong und für Feng Shui. Als ich den Vortrag vorbereitet habe, ist mir nochmal wieder so richtig bewusst geworden, wie eigentlich diese Schule hier für mich so alles zusammengebracht hat, was vorher in meinem Leben da war. Also, weil eigentlich hat es angefangen mit dem Feng Shui. Ich bin ursprünglich Architektin und bin das auch immer noch, werde das auch bleiben. Und habe vor, glaube ich, 15 Jahren diese Feng Shui-Ausbildung gemacht, fand es auch ganz toll. Und bin darüber überhaupt dann erst in Qigong gekommen, das werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer erzählen. Aber das war immer alles in meinem Leben irgendwie so ein bisschen, das eine war da, das andere war da, was war irgendwie passte nie zusammen. Und an dieser Schule ist es dann wirklich zusammengekommen. Und deshalb ist es für mich jetzt auch was ganz Besonderes, dass sowohl das Feng Shui als auch das Wudang Qigong hier unterrichten zu können. Und ich freue mich auch, jetzt einen Vortrag hier zu halten. Und wir haben am Hause eine ganz schöne Tradition, dass wir unsere Vorträge widmen. Und ich möchte meinen Vortrag heute eigentlich zwei Männern widmen, die für meine Entwicklung in den letzten Jahren, 15, 20 Jahren, sehr, sehr wichtig waren. Das ist zum einen mein Meister. Da hinten ist ein leider relativ kleines Foto von mir mit ihm. Vielleicht kriegen Sie da aber nachher nochmal rausgehen drauf. Das ist Meister Dan, bei dem ich nicht nur eben das ganze Wudang Qigong gelernt habe, sondern auch sehr, sehr viel anderes für mein Leben. Und das ist Andreas Krüger, der hier auch sitzt, der mein Lehrer, eigentlich ist er mein Schulleiter natürlich war, der mein Lehrer für Homöopathie war. Und der für mich sehr, sehr wichtig war, diese ganzen, eben die verschiedenen Stränge in meinem Leben wirklich zu machen. Und der mir auch, über den ich glaube ich hier auch an dieser Schule gelernt habe, das ist alles da. Alles, was ich brauche, ist eigentlich schon da. Mein Leben hat alles irgendwie einen Sinn gemacht bisher und irgendwie ist jetzt so der Punkt, wo ich das alles auch benutzen kann und das ist toll. Ganz grob zu mir, also ich habe es ja schon erwähnt, ich bin eigentlich Architektin, ich habe dann Feng Shui, weil ich es einfach schon immer toll fand, weil ich fasziniert war von der asiatischen Lebens- und auch Wissenschaftsphilosophie, habe das gelernt, habe es auch angewendet, fand es auch toll, aber habe die ganze Zeit immer gedacht, irgendwas fehlt. Ich kann nicht mit Raumenergien arbeiten, wenn ich die eigentlich nicht so richtig spüre in meinem Körper oder auch, also es war eher so ein theoretisches Wissen und das war irgendwie unbefriedigend. Und dann habe ich über eine Kundin, die ich hatte, war gerade bei einem Qigong-Kurs und meinte, ach, komm doch einfach mal mit. Und dann bin ich da hingegangen und fand es schon ganz spannend, aber war irgendwie noch nicht so ganz begeistert. Und dann meinte sie, na, mein Meister ist gerade in der Stadt und hält ein Seminar, komm doch einfach mal mit. Und das war dann eben Meister Dan. Und in dem Moment, wo ich ihn da gesehen habe, war für mich auch völlig klar, okay, wo auch immer mich diese Reise hinführt, und ich sehe das auch wirklich wie eine Reise oder auch wie ein Weg, der da wirklich nochmal so eine Richtung bekommen hat, war das ganz klar, dass er irgendwie in diese Richtung geht, in das Ganze, was er mir da auch beigelegt hat. Und diese ganze Qigong war für mich ganz klar von Anfang an irgendwie das, was meins war. Auch wenn es, und das sage ich auch meinen Schülern immer, nicht so war, dass ich von Anfang an da immer gestanden habe und alles war ganz einfach und ganz toll, sondern es ist auch wirklich ein Weg, es ist ein Prozess, es ist auch nicht immer einfach, man trifft auf dem Weg sehr viele innere Schweinehunde, man trifft sehr viele Mauern, über die man immer mal wieder dann rübergehen muss, aber am Ende ist es einfach ein toller Weg und es ist mein Weg und ich hoffe, dass er auch irgendwie für einige, die hier so mal ein bisschen Interesse haben, auch ein Weg werden könnte. Ich bin dann hier an die SAS gekommen wegen der Homöopathie, wollte nicht Heilpraktiker werden eigentlich, weil ich dachte, ich habe schon genug Ausbildung, aber dann war es so klar, als ich hier war, das ist genau da, wo ich sein wollte. Und hier hat eben nicht nur so das alles, was ich schon gesagt habe, zusammengeführt, das heißt, auf einmal war das Feng Shui wieder wichtiger, auf einmal war das Qigong wieder sehr wichtig. Ich habe früher auch Kurse gegeben, aber hier bekam das auch durch die
Zusammenarbeit mit Andreas nochmal einen ganz anderen Rahmen. Und auch die Homöopathie kam dazu, die am Ende ja auch eine Arbeit mit Energie ist und die wunderschön in dieses Ganze auch mit reinpasst. Inzwischen ist es so, dass wenn ich in China bin, ich muss inzwischen nach China fahren, um Meister zu besuchen, das werde ich auch gleich noch erzählen, er ist nicht mehr in Deutschland, sondern in China wieder, dass er sich dann von mir immer mal wieder auch mit Homöopathie behandeln lässt. Ich glaube eher, es ist für ihn so ein, also er findet es einfach spannend zu fühlen, was da passiert. Ich glaube, er bräuchte es jetzt nicht unbedingt, aber am Ende hat mir das auch wirklich total klar gemacht, wie ähnlich das Ganze eigentlich ist, wie viel, wie das Energie man von so vielen verschiedenen Seiten angucken kann, aber am Ende ist es eben Energie und es ist die Energie, die in unserem Körper fließt, so gut wie sie fließen kann. Inzwischen habe ich jetzt meine eigene Praxis und biete dort eben neben der Homöopathie und der Akupunktur eben auch Qigong-Kurse an, aber eben auch hier an der Schule immer sehr, sehr schön. Hier wird der nächste dann im August stattfinden. Am 25. August geht es hier an der Schule los. In der Praxis habe ich jetzt aktuell einen Kurs laufen. Also es gibt immer regelmäßig Kurse, die man sich auch anmelden kann. Diese Kurse sind inzwischen, da werde ich auch nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber haben sich von nur die Übung beibringen, wie ich es früher gemacht habe, sehr stark verändert zu was wir jetzt hier genannt haben, der Weg der 100 Tage. Das ist was von meinem Meister auch kommt, aber was wir hier nochmal an der Schule eigentlich so ein bisschen komplettiert haben. Ich denke, Andreas wird nachher auch nochmal seine Erfahrungen damit erzählen. Es geht einfach darum, über das kontinuierliche Üben dieses Qigongs, was ich auch gleich noch näher beschreibe, zu so einer inneren Mitte eigentlich zu kommen, auch zu einer Möglichkeit von da aus, wie Andreas, das war ja, glaube ich, das war für mich schon immer ein schönes Wort, aber das ist durch Andreas nochmal so ganz groß geworden, dass aus die gute Richtung gucken, heißt das ja eigentlich auf Meisterdeutsch, dass man einfach wirklich eine andere Art hat, auf sein Leben zu gucken, dass man eine andere Position einfach bekommen kann durch diese Arbeit, die man selber für sich macht. Auch einfach einen anderen Stand, also ich kann es von mir nur sagen, einfach einen ganz anderen Stand in meinem Leben bekommen zu haben. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen überhaupt Qigong kennen, deshalb mal so einen ganz kleinen Überblick, also was ist denn Qigong eigentlich, das werde ich natürlich auch immer wieder gefragt, viele sagen, ist es so wie Yoga und also es ist irgendwie auch ein bisschen wie Yoga wahrscheinlich, aber am Ende ist Qigong ganz einfach eine Arbeit mit der Lebensenergie. Also Qi ist im Chinesischen einfach das Konzept von allem, ist die Grundlage eigentlich von allem, ist die Energie, es ist der Atem, es ist die Luft, es ist die Lebensenergie und das Gong oder Gong ist die Arbeit damit. Das heißt, wir bewegen Energie, wir nehmen Energie auf, wir erhöhen unser Energieniveau und wir können aber auch Energie dann gezielt einsetzen. Wir können also, wenn wir wirklich auch einen bestimmten Level an Energie erreicht haben, damit dann auch dann behandeln und auch irgendwie andere Leute damit unterstützen, die vielleicht irgendwie selber noch nicht so im Üben drin sind, dass sie das entsprechende Energieniveau schon haben. Wie alle chinesischen Wissenschaften oder Theorien ist auch das Qigong aus der Beobachtung der Natur entstanden. Das heißt, was wir eigentlich beim Qigong tun, ist uns mit der Natur zu verbinden. Es gibt so ein Bild, dass man sagt, die große Natur ist außen und in jedem Einzelnen von uns ist die kleine Natur. Das heißt, eigentlich passiert in unserem kleinen Körperkosmos das Gleiche wie in der großen Natur draußen passiert. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und was wir machen beim Üben, ist uns mit der Energie der Natur zu verbinden. Das ist auch das, was ich vorhin sagte, auch für die Energie gilt. Es ist alles da. Es ist alles da im Außen. Die Natur ist bereit, uns das alles zu geben, was wir brauchen. Es ist einfach das, was wir beim Qigong lernen und machen, ist einen Weg zu finden, uns damit zu verbinden und diese Energie auch aufzunehmen in unserem Körper. Und vor allem irgendwie die Energiebahn, die wir haben, ich denke, die meisten von Ihnen
sind grob, wenigstens haben wir schon mal gehört, von Meridianen in den Körper, die Energie fließt, die auch mit Akupunktur behandelt werden können. Und was wir machen, ist zum einen diese Energiebahn durch das eigene Üben, durch den eigenverantwortlichen Ansatz ja auch, den man eben in der chinesischen Medizin hat, dass man sagt, das ist eine präventive Möglichkeit, meinen eigenen Körper gesund zu erhalten oder auch, wenn er denn ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist, auch wieder gesund zu bekommen, indem ich eben mehr Energie aufnehme und indem ich die Energie frei und ohne Blockade in meinem Körper führen kann. Denn da, wo Schmerzen entstehen, da, wo Probleme entstehen, ist in der Qigong-Philosophie oder auch in der chinesischen Medizin die Idee dahinter. Da gibt es Blockaden, da gibt es Staus, da kann die Energie nicht frei fließen. Und das machen wir im Qigong sowohl durch die Körperhaltung, das machen wir durch den Atem, das machen wir durch bestimmte Bewegungen, die wir machen. Und das machen wir auch mit unseren Gedanken. Also wir begleiten die Energie und den Energiefluss in unserem Körper mit unseren Gedanken. Das ist so ganz grob die Grundlage. Das Wudang Qigong ist eine sehr, sehr alte Qigong-Form, die, wie das auch traditionell in China so war, immer nur vom Meister zum Schüler weitergegeben wurde. Und ich hatte eben das Glück, vor 15 Jahren eben Meister Dan zu treffen. Er ist einer der letzten beiden Großmeister des Wudang Qigong, die beide das Land verlassen mussten eigentlich ungefähr so in der Zeit kurz nach der Kulturrevolution. Der eine ist nach Amerika gegangen und er ist damals über Umwege dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Und hat dann an deutsche Schüler sein Wissen weitergegeben. Inzwischen hat die chinesische Regierung auch festgestellt, dass man das gerne anders haben möchte, dass man also auch die Qigong-Meister wieder zurückholt. Er ist jetzt auch seit 2007, glaube ich, wieder in Shanghai und hat auch chinesische Schüler. Aber dieses System ist immer das gleiche geblieben. Das ist also wirklich immer eine direkte Weitergabe ist, die ich auch persönlich irgendwie, von der ich sehr überzeugt bin und die für mich auch wirklich sehr, sehr wichtig war. Wenn er seinen Qigong beschreibt oder die wichtigsten Aspekte, dann sagt er immer, also es geht eben um Gesundheit und wir müssen einfach begreifen, dass die Gesundheit unser größter Schatz ist und dass wir diesen Schatz pflegen müssen und irgendwie, dass wir uns darum kümmern müssen, dass es in unserer Verantwortung liegt und dass wir dafür einen Plan haben sollten. Und zu diesem Plan gehört eben gut zu essen, gehört gut zu schlafen, gehört sich einfach um sich zu kümmern und gehört vor allem eben auch zu üben. Für ihn ist ganz wichtig, dass wir eben im Gleichgewicht sind. Das ist das, was wir mit den Übungen auch machen. Es geht darum, ein inneres Gleichgewicht zu haben, auch sowohl das Herz, er sagt, das Herz soll im Gleichgewicht sein, aber auch unsere Gedanken, weil wir wissen, das auch was nicht nur aus der chinesischen Philosophie, sondern auch wie wir wissen, dass unsere Gedanken wahnsinnig wichtig sind für das, wie es uns tatsächlich geht und wie wir auf die Dinge sehen. Und da kommen wir dann wieder zu der guten Richtung. Diese 5 Übungen, die es im Wudang Qigong gibt, sind ein ganz, wie das ja auch in der Philosophie so verankert ist, ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, mit den 5 Übungen, die ich auch weitergebe, ist eigentlich alles abgedeckt, was der Körper braucht, wenn man sie dann regelmäßig übt, um sich gesund zu erhalten. Das sind Übungen, wie zum Beispiel die erste Übung ist eine Übung, wo man erstmal verbrauchte Energie aus dem Körper ableitet. Die zweite Übung ist die wichtigste Übung, die man auch wirklich immer übt, auch und dann in Kombination mit den anderen, ist die sogenannte Stehübung, also stehen wie ein Baum. Das heißt, wir verbinden uns mit der Erde und wir stärken unsere Wurzelkraft, unseren Stand, unsere Festigkeit. Die dritte Übung ist eine Übung, wo wir Energie aus der Natur wirklich gezielt aufnehmen und uns auch vorstellen, welche aus dem Himmel, vom Wasser, aus der grünen Natur, aus der Erde, wo wir wirklich ganz bewusst sagen, wir nehmen die Energie, die da ist, wir nehmen sie auch wirklich auf. Dann gibt es eine Übung, die ist sehr meditativ, wo wir in einem kleinen Kreislauf die Energie, die wir vorher aufgenommen haben, im Körper kreisen lassen.
Und es gibt eine Übung, die das Yin und das Yang ausgleicht. Das Yin und Yang ist auch ein Grundprinzip der chinesischen Medizin und es wird auch im Körper verschiedenen Teilen zugeordnet. Man sagt also, was ich zum Beispiel, die Rückseite des Körpers ist die Yang und die männliche Seite, die Vorderseite ist die weibliche und die Yin-Seite oben und unten wird zugeordnet. Und diese ganzen Teile des Körpers werden in der 5. Übung dann miteinander ausgeglichen. Und was Meister Dan eben auch sagt, wenn man diese Übung immer übt in einer bestimmten Kombination und vor allem in einer bestimmten Zeit, so das ist sowas, das sind diese 100 Tage, das ist so war so seine Hürde eigentlich, die er gesagt hat, so das Erste, was wir als Schüler wirklich irgendwann mal übersteigen müssen, sind diese 100 Tage, wo wir die Übung, die wir lernen und die wir auch für uns üben, wirklich hintereinander jeden Tag in einer bestimmten Kombination üben sollen und egal, ob man es mal eigentlich nicht schafft und egal, ob man sich eigentlich nicht danach fühlt, man macht es trotzdem und man übt sie wirklich diese 100 Tage und wenn man das dann geschafft hat, dann hat man sich ein neues Energiefundament geschaffen. Er sagt immer, also er ist ja auch Feng Shui-Meister und ist auch sehr Architektur interessiert und macht das immer an einem Hausbild fest. Das heißt eigentlich wie bei einem Haus, man kann durch diese 100 Tage so eine Grundsanierung machen. Heizung neu, Fenster raus, neue Fenster rein, alles renovieren, alles von Grund auf erneuern. Und das ist das, wo ich auch gemerkt habe, auch in meinen Kursen, ich habe früher teilweise auch wirklich nur in Anführungszeichen die 5 Übungen weitergegeben, was immer schön war, aber wo ich gemerkt habe, wenn ich die Leute damit entlasse, dann geht es irgendwie so weg. Dann gibt es immer mal einen vielleicht, der das auch wirklich schafft, das weiterzumachen, aber es fehlt so ein bisschen die Grundlage. Und das ist eben das Schöne, was auch, und wofür ich auch wirklich sehr dankbar bin, dass sich das hier so auch mit der Dozentur hier an der Schule nochmal so gefestigt hat, dass ich mich das auch getraut habe zu sagen, nee, das ist nicht nur die 5 Übungen, sondern das sind auch diese 100 Tage, weil dann ist es wirklich rund, dann ist es einfach zwar ein Prozess, der auch nicht immer einfach ist, aber dann weiß ich wenigstens, dass die Leute, die das auch wirklich wollen, die sich dafür entschieden haben und die das durchhalten, dass die dann wirklich eine Basis haben. Dann weiß ich, dann können meine Schüler die Übung, dann haben sie Erfahrung damit gemacht, sie haben begleitet diese Erfahrung gemacht, denn wir begleiten ja diesen Prozess, wir treffen uns hier regelmäßig, wir besprechen, was passiert ist. Wir merken ja auch, dass jeder so ein bisschen ähnlichen Zyklus macht. Manchmal geht es ganz toll, dann geht es irgendwie mal wieder gar nicht, dann wird es irgendwie langweilig, dann sind so die ersten euphorischen Eindrücke auch so ein bisschen durch, dann merkt man auf einmal, oh Mensch, jetzt habe ich hier ganz andere Erfahrungen gemacht. Also das ist einfach was man in der Gruppe wahnsinnig schön und intensiv auch erleben kann. Und das ist auch das, was wir eben hier an der Schule oder ich auch in der Praxis jetzt eben als Ausbildung oder als Kursangebot eben haben. Es ist also ein sehr geschlossenes System sozusagen. Also wenn man das dann wirklich gemacht hat und diese 100 Tage durchgehalten hat, dann hat man wirklich sich eine gute Basis geschaffen. Es ist so, dass Üben regelmäßig sein muss. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Sie haben, mit Dingen regelmäßig zu tun. Das ist einfach im Qigong oder auch für so einen Meister, das ist gar kein Thema. Also das wird gar nicht, das ist ganz klar, dass es gemacht wird und das ist natürlich auch in China, so wie er zum Beispiel aufgewachsen ist, also er war schon sehr früh, er ist schon mit 7 ins Kloster gekommen, war dann immer mal wieder zu Hause bei seiner Familie, aber dann ab 17 dann wirklich hat er im Kloster gelebt. Und da hat man natürlich Qigong auch ganz anders gelebt, oder als wir das jetzt hier auch tun können in unserem Alltag. Aber so ein bisschen ist eben dieses regelmäßige Üben schon was geblieben ist, was wir, glaube ich, sehr leicht geschenkt bekommen, das Ganze, diesen Schatz, den Qigong eigentlich darstellt, den man sich als 17-jähriger Chinese damals, er ist jetzt 64, also vor sehr vielen Jahren erarbeiten musste, mit 3 Jahre lang Steine den Berg hochschleppen oder Wasser den Berg hochschleppen und dann immer mal, wenn man Glück hat, so alle 3 Monate mal den Meisterkurs sehen und mal so eine halbe Übung gezeigt kriegen und dann eben erstmal wieder ein paar Monate irgendwie zusehen, wie man weiterkommt. Und das sind alles Dinge, das haben wir hier sehr viel leichter, aber trotzdem müssen wir einfach üben, sonst ist es alles schön und ist die Idee gut und die Philosophie schön, aber dann
vermutlich viel passieren. Und ich denke, also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer einfach ist, sich zu überwinden, dass es auch immer wieder Phasen gibt, wo man es irgendwie nicht schafft. Aber es gibt sowas wie so für mich gab es immer sowas wie so einen roten Faden eigentlich, den das Qigong irgendwie in den letzten 15 Jahren irgendwie für mich hatte und wo ich einfach gemerkt habe, dass ich einfach nicht hier stehen würde und dass ich auch nie an dem Punkt wäre, an dem ich jetzt bin, der auch wirklich genau da ist, wo ich gerade sein will. Das hätte ich alles ohne Qigong auf jeden Fall nicht gehabt. Deshalb kann ich nur sagen, ich bin begeistert, ich liebe es üben, nicht immer, aber meistens. Ich liebe es einfach weiterzugehen, auch damit zu arbeiten, zu sehen, was für Erfahrungen auch jeder Einzelne macht, denn es ist für mich was wahnsinnig Individuelles. Es sind zwar die gleichen Übungen, jeder macht genau die gleichen Übungen und es ist auch wichtig, zumindest in dem Qigong, was ich mache, danach kommt noch ein anderer Vortrag auch von einer anderen Qigong-Form, wo es sehr viel freier ist, die ganzen Bewegungen. In meinem Qigong ist es schon wichtig, die Übungen auch so zu machen, wie sie sein sollen, einfach weil die Körperhaltung auch sehr, sehr wichtig ist, für das wie die Energie fließt und trotzdem fängt jeder ganz woanders an, kommt jeder an seine ganz eigenen Themen und an seine ganz eigenen negativen und positiven Erfahrungen und hat jeder einfach auch einen ganz anderen Weg, den er damit geht. Und das ist das, was mich daran immer wieder fasziniert, wie es wirklich für jeden anders ist und auch in jedem Kurs einfach immer wieder ganz anders ist. Ich würde jetzt eigentlich gerne, weil wir auch so eine schöne, überschaubare Gruppe sind, noch eine Übung mit euch machen. Aber wenn es vorher noch Fragen gibt, dann wäre, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, sie zu stellen, weil nach dem Üben. Sie bitte nochmal die Schritte nennen. Sie nannten erstens die verbrauchte Energie, muss zuerst abgeleitet werden und dann die Übung nochmal. Ja, genau, also die erste ist die Reinigungsübung. Dann kommt die zweite, die wir jetzt üben. Das ist so die zentrale Übung des Wudang-Qigong, die nennt sich Stehen wie ein Baum. Da geht es darum, die Wurzelkraft zu stärken, also sich mit der Erdenergie zu verbinden. Das ist ja sozusagen unsere Basis, die wir haben. Und die dritte Übung ist die sogenannte Naturübung. Da nehmen wir dann gezielt Energie aus der Natur auf. Und stärken dann unsere Energie. Weil so das Grundprinzip ist ja auch in der chinesischen Medizin, dass wir Energie schon mitkriegen zum Zeitpunkt unserer Geburt, also eigentlich schon vom Zeitpunkt unserer Zeugung von unseren Eltern. Das heißt, jeder hat ein unterschiedliches Energiepotenzial. Und dann nehmen wir über das Essen, über das Atmen oder über die Nahrung, nehmen wir ja jeden Tag auch wieder Energie auf. Und je besser das natürlich ist, desto mehr Energie ist da, desto weniger müssen wir von unserer ursprünglichen Energie verbrauchen. Und das Qigong ist nochmal eine andere Möglichkeit, mehr Energie zur Verfügung zu haben, um die Energie so lange zu bewahren, wie wenn die Ursprungsenergie irgendwann mal nicht mehr da ist, dann endet auch das Leben. Das ist so die Philosophie dahinter. Das heißt also, die dritte Übung, da nehmen wir sehr gezielt noch mehr Energie auf. Die vierte Übung ist der kleine Kreislauf, diese Meditationsübung, wo wir auch in der Meditationshaltung sitzen und die aufgenommene Energie durch den Körper zirkulieren lassen. Und die fünfte Übung ist die, wo wir das Yin und Yang im Körper harmonisieren. Und diese Übungen werden dann auch während der 100 Tage immer in einer bestimmten Kombination geübt. Also wir üben immer die Übungen, die wir jetzt einmal machen werden, immer die Stehübung und dazu wird immer eine von den anderen kombiniert. Also man macht zum Beispiel in der ersten Woche immer die Reinigungsübung und die Stehübung und in der zweiten Woche macht man dann die Naturübung und die Stehübung und so weiter geht es dann. Das ist immer eine bestimmte Kombination der Übungen. Und da habe ich schon mal kurz angefragt, gehört dieses Wudang, weil das jetzt bei Zusatzmodul steht, mit zur Ausbildung oder ist es quasi Zusatzmodul? Genau. Das ist quasi separat. Also genau. Man besucht es nebenher. Ja. Ja, wir hatten, also wenn es so gewesen wäre, dass wir wirklich eine komplette Aufspaltung dieser beiden Zweige gehabt hätten, wäre es in dem chinesischen oder in dem asiatischen Zweig drin gewesen, aber da es jetzt doch der herkömmliche Zweig ist, wo alles so gemischt ist, ist es jetzt ein Zusatzmodul. Was aber terminlich immer so ist, dass es halt mit dem laufenden Kurs nicht korreliert. Also das ist nicht behindert.